Wir sind endlich wieder mal unterwegs, wurde auch wirklich Zeit. Wir verbringen jetzt ein paar Tage in und um die sächsische Schweiz und böhmische Schweiz auch, denn auf der tschechischen Seite ist ja auch noch mal ein Stück Wald. Ja, und wir nehmen euch jetzt einfach mal gleich mit auf die erste Wanderung. Wir sind nämlich gestern schon spät abends angekommen, da haben wir nicht mehr gefilmt, aber ab heute nehmen wir euch mit und wir hoffen, euch gefällt es genauso gut wie uns. Wir waren soeben bei dem großen Schrammsteintor und das sind so viele Leute gewesen, dass wir uns entschieden haben, eigentlich nicht durch das Tor zu laufen. In der heutigen Zeit sind wir lieber ein bisschen vorsichtiger und ja, stattdessen haben wir eine andere Wanderung in Angriff genommen. Die läuft eigentlich quasi nebenan, sind aber keine Leute hier, also man sieht, es ist wirklich leer. Wir wissen jedoch, dass dieser Weg sich dann irgendwann mal mit dem vorherigen Weg zusammen verbindet, der uns dann wieder zurück zum Van bringen wird. Also von dem her, ja, weiter geht's. Also diese Aussicht muss man sich verdienen. Da war wirklich einiges an Klettern vonnöten. Außerdem heißt dieser Teil der Schrammsteine sehr treffend Satan. Aber die Aussicht ist es wirklich wert. Das ist so streng. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich finde den Herbst einfach so schön, wenn das feuchte Laub riecht und die gelb-orange gefärbten Bäume. Ich finde das einfach, ich weiß nicht, auf mich wirkt das gerade irgendwie so richtig toll. Ich weiß nicht, schreibt doch unten in die Kommentare rein, ob ich damit alleine bin oder ob sonst noch jemand so einen Tick hat. Ja, ich genieße es einfach gerade richtig. Wir haben hier einen coolen Spot gefunden, wo das Echo zurückhallt. Ich zeig's euch mal. Juhu! Habt ihr das gehört? Haben wir es auch endlich geschafft. Also es war richtig schön. Wir sind richtig müde, aber es war auch wirklich schön. Und ich würde sagen, wir haben nicht so viel verpasst. Wir haben jetzt dieses große Schrammsteintor nicht gemacht, aber ansonsten auch der andere Weg war wirklich so schön. Die Schrammsteine sind überall wunderschön. Von dem her, ja. Jetzt schauen wir mal noch weiter. Wir wollten eigentlich heute Abend bei Sonnenuntergang noch die Bastei anschauen. Ja, jetzt fahren wir mal hin und schauen, wie die Lage ist, wie viele Leute da sind, ob wir nicht zu müde sind. Ja, wir entscheiden spontan. Wir haben uns jetzt spontan entschieden, dass wir zur Bastei gehen. Allerdings wird es nichts mit dem Sonnenuntergang. Der Himmel ist doch sehr bewölkt, sehr zugezogen, aber wir probieren es halt trotzdem, wir schauen mal hin. Allzu voll sollte es hoffentlich nicht sein, aber
wir haben halt hier die Masken mit, also so wird das dann schon klappen. Schauen wir es uns mal an. Von hier aus sieht man die Brücke noch einmal von der anderen Seite und man sieht auch hier diese Felsenburg Neuraten, bei der wir waren. Da war auch tatsächlich früher mal eine Burg drauf, aber die ist, ich glaube, da gab es einen Brand und dann ist die zerfallen und jetzt sind nur noch ein paar Überreste da, aber auf jeden Fall sieht man da eine tolle Sicht auf die Brücke auch nochmal. Guten Morgen. Ja, man hört es vielleicht schon im Hintergrund, die Heizung läuft. Es war doch recht frisch diese Nacht und es regnet auch schon die ganze Nacht. Ja, beste Voraussetzungen, um einen gemütlichen Tag einzulegen, denn wir spüren es doch recht, dass wir gestern ja, etwa 5 Stunden unterwegs waren. Ist vielleicht nicht so viel, aber es zeigt, wie unfit wir sind. Also, perfekter Tag, um einfach mal gemütlich in den Tag zu starten. Jetzt machen wir auch erstmal Frühstück und dann schauen wir einfach mal weiter. Also heute steht keine Wanderung auf dem Programm. Vielleicht machen wir einen kleinen Spaziergang später, aber wir verschieben uns zumindest von einem Schlafplatz zum anderen. Und zwar sind wir jetzt auch schon auf der tschechischen Seite, aber am Rande der böhmischen Schweiz. Und auch hier sieht es wieder mega schön aus mit dem Herbst. Das Laub ist orange, gelb und ja, schaut selber. So, wir sind jetzt angekommen, haben hier einen wunderschönen Platz in einem Waldstück gefunden. Wir mussten auch ein bisschen durch den Schlamm fahren, aber es sieht wirklich schön aus. Und ja, jetzt nehmen wir euch mit und zeigen euch, wie das aussieht hier. Wir waren fast dran vorbeigegangen. Schaut mal, was wir hier gefunden haben. Ja, und damit sind wir auch wieder beim Van angekommen. War richtig schön. Ja, heute passiert wahrscheinlich nicht mehr so viel. Wir wollen morgen fit sein, denn morgen wollen wir wieder ein bisschen was Größeres machen. Das heißt, heute gibt es einfach noch Abendessen, wir kochen uns was Kleines und dann geht's in die Haie. Und wir sehen uns morgen wieder. Heute wollen wir wieder ein bisschen aktiver sein und zwar gehen wir rauf zum Präbischer Tor. Wir nehmen aber nicht die Wanderung durch die Schlucht, weil da muss man mit dem Boot fahren und da wollen wir nicht ganz so nah in Kontakt kommen mit den anderen Menschen. Aber auch so kommen wir zu diesem Highlight rüber. Es sind 4 Kilometer hin und 4 nochmal zurück, also sollte es nicht allzu anstrengend sein. Mal schauen, wie es wird.
dieses letzte Stück ist aber richtig anstrengend. Aber wir sehen endlich das Ziel vor Augen. Und zwar hier hinter mir kann man auch schon langsam das Brebischer Tor erkennen. Und damit sind wir hier durch. Der Aufstieg hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil ich meine, man muss es ja nur anschauen. Ja, übrigens, bevor ich es vergesse, hier wurde auch Narnia gedreht. Also es kann sein, dass ihr das Tor daher kennt. Ja, wir machen uns jetzt wieder auf den Rückweg, wieder dieselben 4 Kilometer runter und ja, wir sehen uns wieder beim Bus. Sehr schönes Plätzchen haben wir hier direkt an der Elbe gefunden. Wir sind auch alleine hier, rund um uns herum ist niemand. Hinter uns ist noch eine alte, kleine, verlassene Kirche, die gehen wir nachher wahrscheinlich noch kurz anschauen. Aber ansonsten werden wir hier heute den Abend ausklingen lassen und einfach mal die Ruhe genießen und ja, ein bisschen Sonne tanken. Tja, das war wohl nichts mit dem Schlafplatz. War richtig schön, aber ja, da kam erstmal einer von der Ortschaft, der hat uns darauf hingewiesen, dass das ein Privatgrundstück ist, wo der Besitzer gerne Heu mäht. Also macht es keinen Sinn, wenn die Autos da drüber fahren. Naja, und was war das, 2 Minuten später kam dann der Besitzer der Wiese und der hat dann auch sehr freundlich darum gebeten, dass wir gehen. Also wir haben da noch herumgespaßt und gewitzelt, also war es wirklich sehr freundlich, aber ist natürlich verständlich, wenn es Privatgrund ist und der Besitzer halt keine Camper da will, dann ist das sein Recht. Jetzt suchen wir einen anderen Platz, wir haben was auf Park 4 Night gefunden und wir hoffen, dass wir da für die Nacht bleiben können. Hoffentlich mal. Guten Morgen. Ja, wir wollten ja heute eigentlich zeigen, wie das hier so aussieht. Wird wohl nichts, vorerst zumindest. Es ist überall Nebel. Und ja, bringt halt der Herbst auch mit sich. Ich finde es mega cool. Ich finde ja, so Nebel hat immer so eine tolle Stimmung. Und ja, wir sind hier aufgewacht, die Fenster natürlich beschlagen. Aber ansonsten einfach Stille. Also das Einzige, was man hier hört, sind ein paar Enten. Vielleicht mal ein Fisch, der hochspringt. Und ja, ein Fischerboot ist vorhin losgefahren, aber ansonsten ist es hier wirklich still. Die Sonne ist doch noch rausgekommen und an der Sonne, wenn die Strahlen so auf einen runterfallen, wird es richtig warm. Es ist so angenehm. Für uns heißt das aber auch, dass wir den Van jetzt dann fertig machen und dann wieder zurück nach Hause fahren. Die letzten Tage waren aber richtig schön. Wir haben es richtig genossen, den Herbst in der sächsischen und böhmischen Schweiz.
das Laub, der Geruch des Laubs einfach, wir mögen das einfach mega. In der nächsten Zeit werden wir auch noch ein Update für euch haben. Wir haben da ein bisschen was Größeres in Planung. Wir wollen da aber noch nicht genau drauf eingehen. Wir wollen da erstmal alles fixieren und sicher sein, dass alles klappt. Deswegen erzählen wir euch jetzt noch nicht alles, aber wir werden euch auf jeden Fall darüber informieren, sobald wir das alles fixiert haben. In der Zwischenzeit würde es uns natürlich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr uns auch ein Like dalässt. Noch mehr freuen wir uns über Kommentare, denn wir überlegen vielleicht in der nächsten Zeit mal ein Q&A-Video zu machen, wo wir ein paar Fragen beantworten. Es kommen doch immer wieder mal welche. Also wenn ihr noch weitere Fragen habt, euch irgendwas mehr interessiert, irgendwelche Details wissen wollt, schreibt die doch unten in die Kommentare rein. Dann werden wir die auch aufgreifen. Und ansonsten, wenn ihr unser Update oder auch andere Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal, das würde uns sehr freuen. Und ihr könnt auch das Glöckchen abonnieren, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn was Neues rauskommt. Und insofern war es das jetzt für diesmal. Wir sehen uns in ein paar Wochen wieder und wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Bis bald wieder.